Hallo, ich bin Ronny Barner von K2. Ich zeige euch heute, was ihr tun könnt, damit wir euer Projekt möglichst schnell und richtig bearbeiten können. Damit ihr eure Photovoltaikanlage aufs Dach bringt und damit sie auch dort bleibt, brauchen wir von euch die relevanten projektspezifischen Daten. Natürlich könnt ihr euer Projekt gerne mit unserer Planungssoftware Base-On selbst auslegen. Wer darin noch nicht so geübt ist, sollte allerdings unsere Checklisten verwenden, um die Daten für das Projekt zu erfassen. Ihr findet unsere Checklisten auf der Homepage im Produktbereich oder unter technische Informationen. Wenn ihr uns den Projektstandort nicht genau nennen könnt oder sich das Projekt außerhalb Deutschlands befindet, dann brauchen wir von euch bitte unbedingt die Geländehöhe und die Wind- und Schneelasten. Bitte denkt auch dran, eurem Projekt einen Projektnamen zu geben. Das erleichtert einfach die anschließende Kommunikation. Bei allen Dacharten und allen Montagesystemen sind die Gebäudemaße wichtig, hier vor allem die Dachhöhe und die Dachneigung. Aber auch Dachbreite und Dachtiefe könnt ihr uns gerne mitteilen, am besten mit einem Belegungsplan. Ihr könnt die Modulmaße und das Modulgewicht in der Checkliste eintragen oder uns einfach das Datenblatt zum Modul mitschicken. Beim Flachdach ist es zunächst mal wichtig, wie hoch die Attika ist, wenn es denn eine gibt, und wie die Dacheindeckung ist. Ist es eine Folie, Bitumen oder Kies? Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch der Reibungskoeffizient. Den könnt ihr mit unserem Reibungskoffer ermitteln. Wie das geht, seht ihr in einem anderen K2-Video. Wenn ihr ein Trapezblech oder ein Sandwich-Panel habt, dann teilt uns bitte mit, ob ihr eine Befestigung in der Dachhaut oder in der Unterkonstruktion wollt. Wenn ihr eine Befestigung in der Unterkonstruktion wollt, müssen wir bitte unbedingt den Pfettenabstand wissen und auch, ob es Metallpfetten oder Holzpfetten sind. Beim Sandwich-Panel schickt ihr uns am besten wieder ein Datenblatt des Herstellers mit oder ihr tragt Sickenhöhe, Sickenbreite und Gesamthöhe des Sandwich-Panels wieder in unsere Checkliste ein. Bei einem Trapezblech, also wenn ihr eine Befestigung in die Oberhaut wollt, dann teilt uns bitte auch den Sickenabstand mit, aber auch die Blechgüte und die Blechstärke. Außerdem solltet ihr ganz zu Beginn der Checkliste bitte vermerken, ob ihr das Kurzschienensystem Mini-Rail oder lieber das Langschienensystem Speed-Rail wollt. Bei einem Wellfaserdach interessieren uns ähnlich wie beim Sandwich-Panel der Pfettenabstand und das Pfettenmaß und vor allem das Material, aus dem die Pfetten sind. Beim Ziegeldach ist vor allem der Sparrenabstand und gegebenenfalls Sparrenmaß wichtig, und wenn ihr ein ungewöhnliches Lattenmaß habt, gebt uns bitte auch das an. Wenn ihr noch Fragen habt, ruft uns gerne an, schreibt uns eine Mail oder nutzt die Projektanfrage auf unserer Website.